glamouröse Momente, viel Witz und vor allem Passion und Spaß. Das ist cool, dass jetzt die Frauen rausgehen und Mut haben. Beeindruckend, auch wie viel Kreativität da drin steckt. Dass wir die Möglichkeit bekommen, hier auf diesem Schiff zu sein, ist natürlich was ganz Besonderes. Weil das ist wirklich die schönste Bar, die ich bis jetzt hier gesehen habe und auch generell. Deswegen ist die Aufregung auch noch größer, dieser Bar auch gerecht zu werden. Was macht es so besonders? Dinge entdecken, die man zu Hause nicht entdecken kann. Macht riesig Spaß, dabei zu sein. Cocktails sind ja so Erlebnisse, die im Glas landen, mit Aromen aus der ganzen Welt, mit Zutaten aus der ganzen Welt und klassisch, modern. Und das passt natürlich ganz, ganz hervorragend zur Kreuzfahrt. Hier findet jetzt die Begrüßung statt, der Start in einen langen, bunten, wundervollen Competition-Tag. Wir haben heute 11 Finalistinnen. Wir haben die Kategorie Cocktail, die Kategorie Highball und Long Drinks sowie Spritzes und ganz besonders eine Kategorie Kaffee und Mocktail. Die Mädels werden gleich an den jeweiligen Barstationen 10 Minuten Zeit haben für ihren Cocktail. Sie werden insgesamt 5 Cocktails zubereiten, den Gästen und der internationalen Jury präsentieren. Ich bin ganz gespannt, wie sie es in dieser sehr besonderen Situation umsetzen werden, denn 10 Minuten können sehr, sehr kurz sein. Es ist total aufregend, also heute aufzuwachen und die Fenster aufzumachen und zu sehen, man ist auf See, das hat schon was. Und dann auch in so einer tollen Bar zu stehen, finde ich super, super schön. Die Captain's Bar ist eine extrem schöne Bar. Ich bin auch glücklich, dass ich in der Bar heute vorstellen darf, weil es ist wirklich die schönste Bar, die ich bis jetzt hier gesehen habe und auch generell. Deswegen ist die Aufregung auch noch größer, dieser Bar auch gerecht zu werden natürlich. Ich präsentiere Ihnen also heute Wurzel, Stamm und Krone. Und natürlich fehlt bei unserem Baum natürlich die Baumkrone. Und dadurch, dass es ein Cocktail ist, ist es nicht die Baumkrone, sondern die Schaumkrone. Und die trägt eben jetzt unsere Früchte. Es ist immer eine gewisse Aufregung da, also man spürt das schon so im Oberkörper vor allem, also ganz leichten Druck vielleicht auf der Brust. Am wichtigsten fast ist die Zeit einzuhalten und das fällt schwer mit allem Platzieren, die Geschichte erzählen, sich selbst vorstellen und dann 5 Cocktails machen. Da wären 10 Minuten, laufen schnell aus und wenn man überzieht, muss ich alle 15 Sekunden einen halben Punkt abziehen. Also da passieren Tragödien, wenn man zu langsam ist. Wir küren pro Land, Deutschland, Österreich und Schweiz, eine Gewinnerin. Das ist die Lady Amarena Deutschland, die Lady Amarena Österreich und die Lady Amarena Schweiz. So, und die Teilnehmerinnen kommen nicht aus den Ländern, aber sie arbeiten dort. Und insofern haben wir heute aus verschiedenen Ländern Teilnehmerinnen. Und das erfüllt uns auch mit einem gewissen Stolz, weil das ist doch wirklich so allumfassend. Und das soll auch den Wettbewerb ausdrücken. Ich werde eine kleine Geschichte erzählen von einer jungen Dame, die ihren ersten Solo-Trip nach Rom gemacht hat. Auch sehr passend, wir fahren ja in Richtung Rom. I'm Melina, I'm 20 years old and I'm representing Switzerland today. And I brought for you the cherry blossom. And now it's already time to shake. Here we have the cherry blossom cocktail, and of course it was the highlight of her first solo trip. Cheers, guys! So wie es präsentiert wird, erkennt man das, dass hinter jedem Cocktail irgendeine Story ist. Nicht nur der Name, sondern auch, wenn man so erzählt bekommt, was da alles für Komponenten mitspielen, wo die herkommen. Sensationelle Erfahrung, die man da machen kann. Wir sind öfter mal mit dem Schiff unterwegs, hier mit der Mein Schiff. Und das macht es so besonders. Dinge entdecken, die man zu Hause nicht entdecken kann oder nicht entdecken würde, sich nicht die Zeit dafür nehmen. Es sind immer die Ziele, okay, aber genau hier an Bord das zu erleben, ist einfach wunderbar, diese Möglichkeit. Und ich war begeistert, als ich gestern hier gelesen habe, Frauen in den Mittelpunkt zu rücken. Toll. Ich finde wichtig, dass Gelegenheit für Lady Amarena ist für Frauen, wie der Name sagt, weil ist es eine sehr männerdominierte Szenario. Und deswegen denke ich, das ist cool, dass jetzt die Frauen rausgehen und Mut haben.
Ich finde es super, dass der Hintergrund passt mit dem Thema auch heute. Die dritte Kategorie ist die Kategorie Mocktail. Alkoholfrei ist mittlerweile überall so nachgefragt, dass gerade hier für uns Bartender ein ganz wichtiges Thema ist, den alkoholfreien Genuss so auszubauen, dass er die gleiche Wertigkeit wie ein Cocktail bekommt, optisch und im Geschmack. Ich persönlich trinke fast keinen Alkohol, nur in außergewöhnliche Situationen wie heute. Und das ist eine Herausforderung, weil da musst du mit anderen Elementen arbeiten. Ich bin ganz begeistert von diesen Mocktails. Ich habe dazu den Begriff erstmalig gehört. Ich habe immer auch alkoholfrei gesagt. Mocktails habe ich heute kennengelernt. Aber ich muss sagen, hier die Auswahl ist so riesig und ich finde es einfach spannend, wie sich das entwickelt hat. Und wir genießen einfach. Der erste Platz geht an Melina Häuser. Vielen, vielen Dank. Es war ein bisschen emotional. Ich habe mich natürlich mega gefreut und auch diese Last ein bisschen ist dann auch abgefahren und dann weiß man, wie es aussieht und es war zu feiern. Lara Staat. Ich hätte nicht damit gerechnet, jetzt hier zu stehen und das zu sagen, ist unglaublich. Ich finde es so schön, dass wir zusammen sind, weil das macht einfach viel mehr Spaß, als wenn man jetzt alleine hier wäre. Und man kann auch andere Leute kennenlernen. Ich denke, dass wir im Herzen alle gewonnen haben, weil wir schon hier sind und so schöne, tolle Barfrauen kennengelernt haben und auch durften und diese Möglichkeit bekommen haben. Also wir können uns alle sehr, sehr, sehr glücklich schätzen.